Stell dir vor, du stehst vor einem Spiegel. Du siehst dein Gesicht, deine Augen, dein leises Lächeln. Aber wer schaut da wirklich zurück? Wer ist dieses Ich hinter den Augen? Seit Jahrtausenden haben Menschen einen Namen für diese unsichtbare Sache. Sie nennen es die Seele, etwas Unsterbliches, etwas Geheimnisvolles, etwas, das mehr sein soll als nur Fleisch und Blut. Doch im 27. Jahrhundert kam ein Mann mit Kreide in der Hand, mit dem Grinsen eines Schulhungen, der gerade einen Streich plant. Sein Name war Richard P. Feynman. Und seine Antwort auf die Frage nach der Seele wird dein Weltbild für immer verändern. Denn was dachte, ist gleichzeitig das Nüchternste und das Schönste, was die Wissenschaft gesagt hat. Bleib bis zum Ende dran. Denn am Schluss wirst du dich selbst mit ganz anderen Augen betrachten. Wer war Richard Feynman, geboren 1918 in einer kleinen Wohnung in Far Rockaway, einem Stadtteil von New York. Sein Vater verkaufte Uniformen, aber im Kopf war ein Philosoph. Feynman war kein Wissenschaftler im Elfenbeinturm, trommelte Bongos in Bars, kannte zum Spaß Tresore in Los Alamos, zeichnete Akte, latschte laut, stellte Fragen, die andere Menschen nicht zu stellen wagten. 1965 bekam den Nobelpreis für Physik. Doch viel wichtiger als seine Auszeichnungen war seine Art zu denken. Feynman wollte nie etwas auswendig wissen, wollte verstehen, wirklich verstehen. Bis ins Mark, bis zu den Atomen. Und genau diese Art zu denken brachte ihn zu der erstaunlichsten Antwort auf die Frage, was eigentlich ein Mensch ist und ob es so etwas wie eine Seele gibt. Bevor wir Feynmans Antwort hören können, müssen wir verstehen, wie die Welt sah. Für Feynman bestand alles, absolut alles, aus Atomen. Wenn du eine Blume riechst, bewegen sich Moleküle durch die Luft in deine Nase. Wenn du einen Sonnenuntergang siehst, treffen Photonen auf deine Netzhaut. Wenn du jemanden liebst, sind es elektrochemische Signale zetauischen Milliarden von Neuronen, die durch die Synapsen deines Hirns blitzen. Klingt das kalt? Klingt das reduktionistisch? Feynman hatte gelacht. Denn für ihn war das genaue Gegenteil wahr. Das Wissen, das alles aus Atomen besteht, machte die Welt nicht mehr. Es machte sie unendlich reicher. Ein Sonnenuntergang ist nicht weniger schön, nur weil du weißt, wie das Licht funktioniert. Ist schöner, weil du hättest aus das Wunder dahinter siehst, hier kommt der erste große Gedanke. Feynman sagte einmal, ein Glas Wein enthält die ganze Geschichte des Universums. Was meinte damit? Schau dir ein Glas Wein an, es enthält Wasser. Das Wasser war einmal Regen, der Regen kam aus Wolken. Die Wolken bestanden aus Wasserdampf, der aus den Ozeanen aufstieg. Die Ozeane wurden vor Milliarden von Jahren mit Wasser gefüllt, das durch Kometen auf die junge Erde stürzte. Die Kometen entstanden aus dem Staub des frühen Sonnensystems. Das Sonnensystem entstand aus der Explosion eines früheren Sterns. Die Sterne entstanden aus Wasserstoff, der seinen Ursprung im Urknall hatte. Jeder Schluck Wein verbindet dich also direkt mit dem Anfang aller Zeit. Und so ist es auch mit deinem Körper. Jedes einzelne Atom in dir war einmal im Inneren eines Sterns. Du bist buchstäblich Sternenstaub, der lernen kann zu leben. Das ist keine Poesie. Das ist nur Sterne-Basic. Jetzt kommen wir zur Kernfrage. Wenn dein Körper nur eine Ansammlung von Atomen ist, was bist dann eigentlich du? Bist du Materie? Bist du Geist? Bist du nichts? Feynman hatte darauf eine erstaunliche Antwort. Sagte, du bist nicht die Atome, du bist das Muster, das sie zu dir matcht. Stell dir einen Fluss vor, der Fluss besteht aus Wassermolekülen. Aber die Moleküle ändern sich ständig. Das Wasser, das gestern durch den Fluss floss, ist heute schon längst im Meer. Der Fluss selbst aber bleibt. Warum? Weil der Fluss kein Ding ist. Der Fluss ist eine Bewegung, eine Form. Ein Muster, das sich selbst aufrecht erhält. Und genau das bist du. Die Atome in deinem Körper werden alle paar Jahre fast vollständig ausgetauscht. Die Kanochen, die Haut, die Zellen, sogar die Neuronen erneuern sich. Und trotzdem bleibst du. Warum? Weil du das Muster bist, die Information, die Form, die diese Atome zu dir matcht, diese Erkenntnis verändert alles. Wenn du das Muster bist, dann bist du keine Substanz, die einfach zu Staub zerfällt. Du bist eine Choreografie, ein Tanz, ein Lied, das die Atome miteinander singen. Feynman ging noch weiter. Sagte, einzelne Atome sind dumm, sie folgen einem falschen physikalistischen Regel. Aber wenn sich Milliarden über Milliarden von ihnen auf eine ganz bestimmte Weise zusammenfügen, geschieht etwas Unfassbares. Sie beginnen, sich selbst zu betrachten. Sie beginnen, Fragen zu stellen. Sie beginnen, sich zu fragen, was sie sind und warum sie überhaupt das sind. In genau diesem Moment, in dem du dieses Video schaust, geschieht in deinem Kopf etwas, das im gesamten bekannten Universum wie jetzt einzigartig ist. Materie schaut auf Materie, Atome denken über Atome nach. Das Universum versucht, sich selbst zu verstehen. Durch dich, Feynman drückte es so aus, wir sind der Teil des Universums, der sich selbst betrachtet.
Lass dir satt wirken, du bist nicht einfach in der Welt, du bist die Welt, die sich selbst sieht, wenn das nicht das ist, was Menschen seither Seele genannt haben, was dann? Aber Feynman war nicht Feynman, wenn es dabei belassen hatte, bohrte tiefer. Fragte, wenn ich nur ein Muster bin, was passiert dann mit mir, wenn das Muster auffort? Wird es schwierig, wird es unbequem. Aber genau zeigt sich Feynmans Große. Flüchtete nicht in bequeme Antworten. Sagte, ich weiß es nicht, niemand weiß es mit Sicherheit, und das ist Licht. Das ist Wissenschaft, doch Feynman gab uns einen tiefen Hinweis, der bis heute nachscheint. Erzählte oft die Geschichte seines Vaters. Sein Vater Melville hatte den Geist eines geborenen Lehrers. Als der kleine Richard ein Kind war, nahm ihn sein Vater oft mit auf Spaziergänge durch den Wald. Andere Vater sagten ihren Kindern die Namen der Vogel. Melville machte etwas anderes. Sagte, schau, das ist eine Drossel. Auf Italienisch nennt man sie Tordo, auf Spanisch Tordo, auf Japanisch ist sie wieder anders. Aber wenn du alle diese Namen kennst, weißt du immer noch absolut nichts über den Vogel. Schau ihn, was tut der Vogel? Warum putzt seine Federn, wie nutzt sie, diese Lektion Bergas Feynman sein ganzes Leben nicht? Ein Name ist nichts, Verstehen ist alles, und genauso behandelte Feynman aus der größten Fragen, was ist die Seele? Das Wort selbst ist nur ein Etikett. Die wirkliche Frage lautet, was tut das, was wir Seele nennen, wie funktioniert es, was bewirkt es im Universum, und hier kommt Feynmans tiefste Insicht. Was wir Seele nennen, ist wie jetzt keine Sache. Es ist ein Verb. Es ist nichts, das du hast wie einen Gegenstand in der Tasche. Es ist etwas, das du tust. Du beseelst, wenn du fühlst. Du beseelst, wenn du denkst. Du beseelst, wenn du jemanden liebst, wenn du Musik hörst, wenn du Tränen in den Augen hast bei einem Sonnenuntergang. Die Seele ist keine Substanz im Körper. Die Seele ist, was der Körper tut, wenn sich in einer bestimmten und wahrscheinlichen Weise organisiert. Das ist nicht weniger als das, was Religionen sagen. Das ist möglicherweise mehr. Denn es macht die Seele nicht zu einem Geschenk von außen, sondern zu einer Leistung des Universums selbst. Im Jahr 1985 hielt Feynman eine berühmte Vorlesungsreihe in Auckland, Neuseeland. Stand auf der Bühne, weißes Hemd, kreide in der Hand dieses unwiderstehliche Grinsen im Gesicht. Ein junger Student stand auf und fragte, Professor Feynman, glauben Sie an eine Seele? Feynman datschte lange nach. Dann antwortete sin Gemas. Das, was Menschen Seele nennen, scheint mir die wunderbarste und unwahrscheinlichste Anordnung von Atomen zu sein, die das Universum jemals hervorgebracht hat. Wenn das eine Seele ist, dann Wenn die Leute aber etwas anderes meinen, etwas Mystisches, das außerhalb der Natur existiert, dann muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wovon sie sprechen. Das ist Feynmans Antwort. Nicht ein empfatisches Ja, nicht ein hartes Nein, sondern schau genauer hin, frag besser, versteh tiefer, verlass das Etikett und steig in die Sache selbst hinab, was bedeutet das nun für dich, der du gerade zuhörst. Es bedeutet, dass du Teil von etwas bist, das größer ist als du. Die Atome in deinem Herzen sind dieselben Atome wie in den fernsten Galaxien. Du bist nicht getrennt vom Universum. Du bist eine bestimmte, einzigartige Welle in seinem unendlichen Ozean. Und wenn diese Welle eines fernen Tages vergeht, hat keine in sich Energie verloren. Sie kehrt zurück in den Ozean, in andere Wellen, in andere Muster, in neue Geschichten, in neue Sterne. Das ist nicht der Trost einer Religion, das ist klar, aber es ist Trost. Es ist der Trost der Basic. Es ist die Erkenntnis, dass nichts wirklich endet. Alles wandelt sich nur, setzt sich neu zusammen, tanzt einen anderen Tanz, Feynman selbst stand 1988 dem Tod gegenüber. Hatte Krebs schon zum 7. Mal. War müde, aber sein Geist war klar wie ein See. Kurz vor seinem Tod sagte angeblich zu seiner Schwester, Sterben ist langweilig, ich würde es lieber nicht 7. Mal tun. Selbst am Ende war ganz Feynman, ohne Selbstmitleid, mit Humor, mit Würde. Auf seiner letzten Tafel im Saal von Kaltet stand ein sicher Satz, was ich nicht erschaffen kann, das verstehe ich nicht. Als starb, blieb sein Muster zurück, in seinen Büchern, in seinen berühmten Vorlesungen, in den Köpfen der unzähligen Studenten, die ihn gehört hatten. Sein Muster lebt weiter. In dir jetzt, in diesem Moment, in dem du dieses Videos schaust, in jedem Menschen, der durch ihn lernt, anders zu denken. Wie jetzt ist das die tiefste Form von Unsterblichkeit. Nicht eine Seele, die als Wolken davon schwebt, sondern Ideen, die in andere Köpfe wandern, Muster, die sich vervielfältigen, Erkenntnisse, die weitergegeben werden über Generationen hinweg. Lass uns jetzt die wichtigste Frage stellen. Was machst du mit diesem Wissen, wenn du wirklich das Muster bist, das das Universum aus sich selbst gewebt hat, dann ist dein Leben kein Zufall. Es ist auch kein blindes Schicksal, es ist eine Möglichkeit.
In ein sicher kostbare Möglichkeit, das Universum zu erleben, zu verstehen, zu spüren. Eine Möglichkeit, die nie zuvor genauso existiert hat und nie wieder genauso existieren wird. Feynman glaubte, dass das mehr als genug ist. Er sagte, das Vergnügen, etwas zu entdecken, ist das größte Vergnügen, das es gibt. Und genau du hättest in diesem Moment hast die Möglichkeit zu entdecken, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Nicht nur als Körper aus Fleisch, nicht nur als Seele im alten Sinne, sondern als ein lebendiges Wunder aus Atomen, das sich selbst zuhört. Das ist Feynmans Antwort auf die Frage nach der Seele. Sie ist anders, als du erwartet hast. Sie nimmt nichts weg, sie fügt hinzu. Sie öffnet eine Tür, in der die Welt größer ist, als jede Weltanschauung sie sich vorzustellen wagte. Du bist ein Stück Universum, das Liebe erfunden hat. Du bist ein Muster, das stark genug ist, über sich selbst nachzudenken. Du bist nicht weniger heilig, nur weil du aus Atomen bestehst. Du bist wie jetzt heiliger. Denn hättest diese Atome in dir eine Reise inter sich, die Milliarden von Jahren dauert, nur dich zu werden. Wenn dir dieses Video etwas gegeben hat, dann lass ein Abo da, drück den Like-Button und schreib in die Kommentare, was du in diesem Moment fühlst. Welche Frage würdest du Richard Feynman stellen, wenn du konntest? Im nächsten Video gehen wir noch tiefer. Wir fragen, was ist seit wirklich? Aus darauf hatte Feynman eine Antwort, die alles verändert. Bist dein. Denk weiter, frag weiter, staune weiter. Du bist das Universum, das sich selbst betrachtet, und das ist das größte Geschenk, das es gibt.